Handpan spielen und auch Handpan lernen machen wirklich viel Spaß. Die meisten, die einmal damit angefangen haben, hören so schnell nicht mehr damit auf. Doch es gibt einige Gründe, warum du den Spaß beim Handpan lernen verlieren könntest und frustriert aufgibst. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan Portal. Ich bin Milan und in diesem Video möchte ich mit dir einige Fallstricke durchgehen, die dir den Spaß beim Handpan spielen und Lernen verderben könnten. Wenn du dich auch für weitere Themen rund um Handpans interessierst, dann abonniere am besten jetzt gleich diesen Kanal. Erstens, du hast keine Disziplin beim Handpan lernen. Du weißt zwar, dass du ohne regelmäßige Übung beim Handpan lernen nicht vorankommen wirst, trotzdem fehlt dir die Disziplin. Dir macht das Handpan-Lernen grundsätzlich Spaß, aber es gibt Tage, da hast du einfach keine Lust und lässt dich vielleicht ablenken. Es ist jedoch wichtig, dass du regelmäßig Handpan übst, wenn du gut vorankommen möchtest. Mein Tipp ist daher, versuche aus dem Handpan-Lernen eine neue Gewohnheit für dich zu erschaffen. Übe an bestimmten Tagen immer zur gleichen Zeit. Setze dir feste Termine und blocke dir diese Zeiträume, wenn deine Disziplin Unterstützung braucht. Und wenn es mal ganz schlimm ist, belohne dich mit etwas, das du gerne machst, nachdem du Handpan gelernt hast. Grund Nummer 2. Du hast unrealistische Erwartungen. Als du zum ersten Mal eine Handpan gehört und gesehen hast, warst du Feuer und Flamme. Dich hatte der mystische Klang begeistert und du wolltest unbedingt Handpan spielen. Doch als du angefangen hast, Handpan zu lernen, hast du schnell gemerkt, dass du mehr tun musst als erwartet. Für deine großen Erwartungen kommst du jetzt zu langsam vorwärts. Auch wenn Handpan-Spielen im Vergleich zu anderen Instrumenten sehr leicht ist, brauchst du trotzdem Zeit, um das Instrument zu erlernen. Mein Tipp: Habe realistische Erwartungen an dich selbst. Stecke dir kleine Ziele und feiere deine Erfolge. Sei nicht zu streng mit dir. Wenn du weiterhin regelmäßig übst, sind dir deine Erfolge sicher. Drittens, du übst falsch oder du übst das Falsche. Du nimmst dir zwar regelmäßig Zeit zum Handpan-Lernen, aber du hast den Eindruck, dass die Übungen dir nichts bringen. Ganz gleich, was du spielst oder welche Übungen du machst, du wirst einfach nicht besser. Falls dir das bekannt vorkommt, dann übst du vielleicht nicht richtig oder eben das Falsche. Damit du das verhinderst, überleg dir, ob du Handpan-Unterricht nehmen möchtest. Bei einem guten Kurs, egal ob online oder persönlich vor Ort, lernst du, was du üben solltest und wie du richtig übst. Weitere Infos zu Handpan-Unterricht findest du auf dem Handpan-Portal. Den Direktlink packe ich dir auch in die Videobeschreibung. Grund Nummer 4. Du machst keine Fortschritte mehr. Als du mit dem Handpan-Lernen angefangen hast, hast du schnell Fortschritte gemacht. Jedoch haben sich mittlerweile deine Fortschritte verlangsamt oder du machst gefühlt gar keine mehr. Das könnte ein sogenanntes Lernplateau sein. Das heißt, du hast ein bestimmtes Level erreicht und stagnierst dort eine gewisse Zeit. Sowas passiert vielen MusikerInnen, wenn sie ein Instrument anfangen zu lernen. Aber stecke den Kopf nicht in den Sand, sondern übe einfach weiter. Es kann beim Lernen sogenannte Plateauphasen geben. Und wenn du in einer solchen Phase angekommen bist, können Lernfortschritte erstmal ausbleiben. Lass dich davon aber nicht demotivieren. Akzeptiere eine Plateauphase und vertiefe einfach das bis dahin Gelernte. Du wirst sehen, dass dann die Lernfortschritte von alleine wiederkommen werden. 5. Dir fehlt der rote Faden. Vielleicht kennst du das ja auch. Du lernst mit verschiedenen Videos auf YouTube oder einfach so drauf los. Du probierst alles aus, aber so richtig gut kommst du nicht voran. Das kann daran liegen, dass du keine Struktur hast und gleich am Anfang zu viel auf einmal möchtest. Deshalb übst du alles, was dir irgendwie in den Kopf kommt. Kurz gesagt, dir fehlt der rote Faden. Dann empfehle ich dir: Beginne ganz am Anfang und lerne mit Struktur Schritt für Schritt. Als Anfängerin musst du noch nicht alles können. Das frustriert dich möglicherweise nur. Nimm dir Zeit und lerne mit Plan eins nach dem anderen. 6. Du vernachlässigst den Spielspaß. Du übst bis zum Umfallen. Schließlich möchtest du von dir selbst Ergebnisse sehen und treibst dich immer weiter an. Aber du stellst eines Tages fest, dass dir das Handpan-Lernen immer weniger Spaß macht.
Das kann daran liegen, dass du einfach zu viel übst und den Spaß bei der ganzen Sache aus den Augen verloren hast. Achte daher immer darauf, den Spielspaß nicht zu verlieren. Spiele neben den Übungen auch immer wieder deine Lieblingsmelodien und Rhythmen oder treff dich auch mal mit anderen Handpan-SpielerInnen zum gemeinsamen Spielen. Das rückt den Spielspaß wieder in den Vordergrund. 7. Du bist allein und ohne Unterstützung. Am Anfang dachtest du dir vielleicht, das kann ja nicht so schwer sein, sich das Handpan-Spielen alleine beizubringen. Aber inzwischen tauchen immer wieder mehr Fragen und Schwierigkeiten beim Spielen auf, die du allein nicht lösen kannst. Wenn du bisher alleine übst und mit niemandem zusammenspielst, ist das vielleicht genau das Problem. Möglicherweise ist es besser für dich, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Schau doch mal nach Handpan-SpielerInnen in deiner Nähe oder besuche einen Workshop. Mit anderen gemeinsam Handpan lernen kann dich wieder vorwärts bringen. 8. Du hast das Gefühl, keine Zeit zum Handpan-Spielen zu haben. Dir fällt immer wieder etwas anderes ein, was du noch tun musst. Das Handpan-Lernen rückt immer weiter in die Ferne. Mein Tipp gegen das Aufschieben: Mach dir bewusst, was du wirklich möchtest. Wenn du wirklich Handpan lernen möchtest, blocke dir deine Zeiten zum Handpan-Spielen. Setze dir, wenn nötig, sogar Termine in deinen Kalender. Du wirst sehen, sobald du dir feste Zeiten gesetzt hast, hilft dir das, dein Ziel zu verfolgen. 9. Du hast die falsche Handpan-Stimmung ausgewählt. Einer der grundlegendsten Punkte beim Spielspaß mit der Handpan ist die richtige Handpan-Stimmung für dich. Wenn du für dich die falsche Handpan-Stimmung ausgewählt hast, dann kann das den Spaß beim Spielen sehr dämpfen. Nur wenn dich der Klang der Handpan fasziniert, lernst du auch mit Motivation und Freude. Du musst dich wohlfühlen beim Spielen, dann macht das Lernen auch Spaß. Wenn du die Vermutung hast, dass du die falsche Handpan-Stimmung hast, dann probiere einfach mal eine andere Stimmung aus. Dafür könntest du zum Beispiel eine Handpan mieten oder einen Workshop besuchen. Weitere Infos dazu findest du in den Videos hier oben und in der Videobeschreibung. 10. Du verlierst deine Motivation. Als du deine Handpan das erste Mal in den Händen gehalten hast, warst du hoch motiviert. Du wolltest tolle Melodien und Rhythmen auf dem Instrument erlernen. Doch nach und nach ist deine Motivation verflogen. Vielleicht fühlst du auch, dass du schon genügend auf der Handpan gelernt hast und nicht mehr weiter üben möchtest. Das ist alles völlig normal. Aber erinnere dich an deine anfängliche Motivation. Gib jetzt nicht auf, sondern verfolge dein Ziel weiter. Auf dem Handpan-Portal findest du einen ganzen Artikel mit Tipps, die dir helfen, deine Motivation zum Handpan-Lernen nicht zu verlieren. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das ich dir hier oben verlinke. Wie du siehst, gibt es einige Punkte, die dir den Spaß am Handpan-Lernen rauben könnten. Sollte dir das passieren, hoffe ich, dir mit diesem Video passende Tipps an die Hand gegeben zu haben, wie du den Spielspaß wiederfindest. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like. Mich würde noch interessieren, was dir am Handpan-Spielen besonders viel Spaß macht. Schreib mir das doch gern mal in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß beim Handpan-Lernen.